Moin Leute, der erste Teil mit Finch hat euch ja super gefallen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Heute habe ich mir eingeladen den Krenter, aka Captain Russia. Und wir sagen einfach mal, stell dich doch mal vor. Servus, ich bin der Krentner, aka Captain Russia. Ich bin 23 Jahre alt und spiele jetzt seit 4 Jahren Airsoft. Bin mit einem Kumpel angefangen, natürlich früher als Kind im Wald, wo es noch ging, aber das haben wir dann schnell abgeschlossen wieder. Und dann vor ein paar Jahren haben wir uns einfach mal so belesen und haben gemerkt, wie groß das alles geworden ist. Ja, und seitdem spielen wir Airsoft, meistens in Sachsen, wo halt Spielfelder noch sind. Und ja, gehen aber auch deutschlandweit auf die großen Events. Okay. Und in welchem Team bist du? Ich bin im Team Projekt Phoenix, das ist ein reines Russenteam. Vom Battle Display bis zum Reenactment bis zum ganz normalen Spieler ist da eigentlich alles vertreten. Okay. Ja. Was haben wir noch hier stehen? Ihr wisst ja, ich muss immer vom Zettel ablesen. Dein Spielstil, wie würdest du den beschreiben? Ist doch eher in die Richtung Milsim und normales Spiel. Kommt ganz drauf an, auf welchem Event ich bin. Also hier auf normalen Spielfeldern, dann spiele ich ganz normal, wie ich Bock habe und ziehe jetzt nicht die dicksten Platten mit rein. Aber wenn ich jetzt auf ein großes Event fahre, dann will ich doch ein bisschen aufrödeln und mal nach was aussehen. Okay, gut. Dann kommen wir zu Teil 2, den Waffen. Genau. Was hast du uns denn mitgebracht, Schönes? Nur schöne Sachen. Nur schöne Sachen. Dann fangen wir am besten hier an. Meine Daumen. Das ist meine E&L AKS 74. Oh, da stellt die Kamera Das ran. ist die neueste Version von Bugatti mit dem MOSFET. Mehr habe ich hier dran auch nicht geändert. Also die ist von Bugatti ganz normal Standard. Hier ist verbaut eine Menge Zenitco-Zeug. Das ist quasi der russische Tuninghersteller für so Außenanbauteile. Aber das ist alles nur Repro von TWI. Und ein bisschen was 3D gedrucktes. Hier haben wir einen Lichtschalter, das ist quasi, wenn man jetzt hier eine Lampe dran machen würde, das ist alles 3D gedruckt, die ist nichts Funktion. Wo machst du die Lampe da dran? Die würde dann hier unten dran kommen, aber hier gibt es noch so ein Erweiterungsstück und dann kommt dann hier die Lampe dran und da ist es im Echten so, dass hier der Kabel ist und dann kann man dann hier draufdrücken, an, aus, an, aus. Und hier ist es hier Infrarotlaser noch? Nee, hier kommt eigentlich dann das Kabel rein. Ach, das Kabel. Wo quasi also es ist nicht so wie bei der Bundeswehr, das Laserlichtmodul, es ist ein Stück, Nee. es ist nur eine Lampe. Es ist dann nur Lampe, man kann aber auch das mit dem Laser verbinden. Ah, okay. Das ist quasi multifunktionstechnisch. Okay. Hier habe ich eine A1 Slinghalterung, weil ich meine alte abgesägt habe, weil ich dachte, ich kann hier was Mattbull-mäßiges dran machen. Hat nicht so funktioniert, habe ich mit die gekauft, auch von TWI, ist super stabil, meiner Meinung nach. Mal gucken, was es noch so aushält. Hier unten habe ich eine B10 dran. Das ist quasi das, was eigentlich an der PP 1901 dran ist. Habe ich mir hier dran geschustert, weil ich liebe Rails und das musste einfach dran. Ist auch alles ein bisschen mit Kabelbindern noch befestigt, dass ja nichts wackelt. Ja. Ist ja funktionstechnisch so gesagt. Hier habe ich eine B13 Seitenaufnahme. Quasi damit ich bin kein Fan von den originalen russischen Aufnahmen. Ich mag dann eher doch so anderes Zeug und hier habe ich ein echtes PK06 Rotpunktvisier und habe ich noch nie bespielt, weil man kann ja zurzeit nicht, aber rein optisch macht es schon was her, ist sehr stabil und auch das Absehen ist super. Da musst du noch ein Killflash dran machen, ne? Ja, da kommt nicht. Ich habe hier noch so ein schönes Plastikteil So davor, eine Scheibe, weil für den Preis ist mir das dann doch ein bisschen zu happig. Was kostet so ein Visier? 320 €. Okay. Hier habe ich noch einen PK3 Handgriff, der ist auf Airsoft quasi getrimmt, weil der ist dann doch ein bisschen dicker. Ich habe noch eine GBB AK zu Hause, da ist das alles ein bisschen durch den Motor ist das alles dicker gemacht und wenn man sich da den für GBBs kauft, ist das zum Beispiel viel dünner. Das ist dann wie beim echten. Okay. Und als Magazine nehme ich umgearbeitete originale Magazine, weil optisch ist viel besser. Und auch haptisch. Die Originalen sind ein bisschen kürzer als die Airsoft-Magazine, weil die Innenleben sind immer ein bisschen länger und hier sind quasi bloß Low Caps drin. Also du kannst praktisch nie einfach so sagen, du tust die Magazine aufmachen, das Innenleben vom Airsoft rein und dann wieder zu, das funktioniert nicht. Das geht auch allgemein nicht, weil man hier oben noch ein bisschen was abschleifen muss. Das macht ein Teamkollege von uns, quasi die Magazinlippen, dass quasi die Kugel rauskommt, das muss abgeschliffen werden und alles und dann passen hier bloß Low Caps rein. Okay. Und die klebt ihr dann rein quasi. Okay. Genau. Das zur AK. Dann habe ich hier mein neuestes Schätzchen. Das ist eine Northridge SSG 24. Das Innenleben, ein Außenholzschaft von Tarwin, von Bugatti als SV98 quasi, weil Russengier und ja, ich wollte immer mal ein Scharfschützengewehr haben und ich bin noch ein Typ, der kauft sich alle paar Wochen was Neues und dann habe ich mir jetzt gedacht, kaufst einfach von allem was, da will ich nichts Neues haben, weil ich habe schon alles. Genau, da habe ich hier das Northridge Scope noch drauf, das war einfach beim Kauf mit dabei. Ja.
hier habe ich noch eine russische Scope-Halterung, 1N69, auch von TWI. Das ist quasi dieser kleine russische Akzent, der noch mit rein muss. Ja. Und vorne bloß einen Schalldämpfer drauf gemacht, weil beim SV98 ist hier vorne eigentlich noch die Kimme. Oder das Korn? Ja, so. Das Korn. Das Korn. Ja. Und einen anderen Bundesfeuerdämpfer habe ich quasi einen ganz normalen Begadi Carbon-Schalldämpfer drauf gemacht und noch der Schalldämpfer-Cover. Entschuldigung. Weil damit es ein bisschen verdeckt ist. Weil quasi, damit man das nicht sieht, dass es eigentlich fake ist. Ja. Und die Magazine, das ist auch bloß ein Fake-Magazin. Hier kaufe ich mir noch ein Raptor-Magazin von der SV98. Das wird abgesägt und das von Raptor wird quasi dran geklebt, damit es optisch noch mal ein bisschen was hermacht. Dass es aussieht wie eine SV8. Genau, damit es dann wirklich komplett aussieht wie eine SV98. Weil hier kommt Kenn ich eigentlich noch, die gab es bei Battlefield.com. bei Battlefield 3 gab es die auch, Battlefield genau. 3 haben wir die immer gespielt. Ja, nicht schlecht. So, dann kommen wir noch zum Kleinen. Das ist bloß meine Übergangs-Backup. Das ist quasi der Hater. Für den Preis ist es eine Top-Backup für 1 Joule, kommt weit genau und macht einfach Spaß und sieht auch noch nach was anderem aus. Ich warte quasi bloß noch, bis die Krach rauskommt von Raptor und die ist schon vorbestellt und dann kommt die auch ins Haus. Okay. Damit man quasi voll russisches Die Gear aus. Kugeln steckst du einfach so rein? Oder? Nee, hier kommt Blättchen rein. Ah. Das sind quasi bloß so normale so Plastikkreise und dann schickst du die Kugeln rein, passen Chainshoes rein, schiebst du rein und dann geht das ab. Hier kommt eine CO2-Kartusche rein, ist quasi auch immer schön konstant und mit einer Kartusche bekommt man so 100 Schuss durch. Okay. Das ist schon nicht schlecht. In Spieltag reicht meistens eine Kartusche. So, Jetzt kommen wir zu den ganz großen. jetzt kommen wir zu. Naja, Muss ich mal auf der Kamera gucken, ob das noch alles ich kann mich so ein bisschen hinhocken. Ja, jetzt hab ich drauf. So, Auf jeden Fall. das ist mein PKM. Hier ist die große Außenrail verbaut für oben drauf. Wie die gerade heißt, weiß ich leider nicht, weil die habe ich einfach so gekauft, weil eine Rail musste drauf. Die schraube ich quasi auch immer das PK06 drauf. Ja, Das wechsle ich ab, weil ich will mir nicht 5000 Scopes kaufen und das war schon teuer und na, das schraube ich das bloß hin und her. Hier habe ich auch wieder eine A1 Sling-Halterung dran gemacht, weil wie gesagt, ich finde die sehr stabil und eigentlich ist die beim PKM vorne dran am Lauf, aber der Außenlauf, der wackelt so wunderschön und da will ich nicht unbedingt diese Nee, das 8, stimmt. 9 Kilo PKM dranhängen. Habe ich mir hier an die Außenrail von Begadi fürs PKM direkt noch gekauft und wenn man das hier dran macht, wackelt, ist es nicht so, da ist der Außenlauf nicht mehr so belastet. Als Griff habe ich einen PK2-Griff genommen. Das ist der von LCT. Und hier habe ich zum Beispiel eine Fake 3D gedruckte Perst Laservisier mit den ganzen Markings, wurden drauf gedruckt von einem Teamkollegen. Genauso wie auf die Begadi Rail sind die Markings drauf gedruckt und auf den Griff sind auch die Markings drauf gedruckt. cool. Quasi damit es auch nochmal nach was aussieht, weil mit Markings bezahlt man am meisten nochmal 100 bis 200 Euro drauf und das ist mir dann doch ein bisschen zu happig. Und hier habe ich auch nochmal einen RK3-Griff noch dran gemacht. Hier könnte man zwar auch den für GBBs dran machen, weil hier kein Motor drin ist. Der Motor steckt da hier direkt drin. Und genau, aber der war einfach so im Angebot und da stand dabei. Und da dachte ich, mal gucken, vielleicht ist da was Besonderes dabei, was ich unbedingt brauche dafür. Ja, Und hinten ist noch ein Tornike dran, ein alter russischer. Quasi ein Blutstopper. Genau, den habe ich hinten dran Bei uns Turniki. Genau, ein alter Blutstopper von den Russen habe ich hinten noch dran geklebt, weil ein bisschen Farbe kann ruhig sein. Nee, sieht cool aus auf jeden Fall. Genau. Schöne Fake-Patronen, waren die mit dabei? Nee, die Fake-Patronen habe ich mir noch gekauft. Das, ja, man kann sich zwar direkt für das Modell auch Fake-Patronen kaufen, aber die sind aus Plastik. Das ist echt beschissen, deswegen habe ich mir abgeschlagene Die gekauft. Russen haben keine 762, oder? Das ist 762. Ach, 762, aber die haben hinten eine andere. 762 mal 39 haben die Russen. 39, ja. Genau, und das haben die auch im PKM. Und genauso wie die SV98 ist auch 762. Lass mich jetzt lügen. Und in der AK habe ich 5x45. Also jetzt mal so, wie es dir gedacht. Genau, das war's zu meinen Waffen. Okay, und welche spielst du jetzt hauptsächlich? Was ist so deine. Das ist immer so eine Sache. Ich werde dafür im Team immer so ein bisschen dafür aufgezogen, quasi, weil ich mir alle paar Monate immer eine neue Waffe kaufe und immer mit der dann spiele. Ich habe quasi keine Hauptwaffe, meistens jetzt die AK, weil die läuft. Ich habe noch eine andere AK zu Hause, die Ersatz quasi, ist noch eine Syma. Als Backup nehme ich aber zurzeit immer nur den Hater. Okay. Aber ich will jetzt doch mehr PKM spielen. Ich wollte schon immer eine MG haben und da die doch immer sehr teuer sind, habe ich mal zugegriffen. Und ich hoffe mal, dass ich nicht alles verkaufe. Aber wie schon gesagt, ich kaufe mir jetzt noch die PP2000, die jetzt rauskommt bei Begadi von Modify. Die werde ich mir noch holen. Habe ich quasi noch eine Maschinenpistole. Ich habe ein Scharfschützengewehr, ich habe ein MG, ich habe ein Sturmgewehr. Alles da. Ich habe dann quasi alles da und bin theoretisch wunschlos glücklich. Das ist Hoffe ich doch mal. Wir haben das Ski jetzt aufgebaut,
vom Krenter und jetzt kommen wir erstmal ins Detail. Was für einen Tarn verwendest du und welche Einheiten nutzen das? Genau, also ich trage Digitalflora. Das ist quasi das neue Tarn seit 2014 von der russischen Armee direkt, keine Spezialeinheit. Vorher hatten die das normale Flora und dann sind die jetzt auf das Digital umgestiegen. Ich trage quasi eine VKBO, das ist quasi die originale Uniform der Ratniks. Mit den originalen Patches, also das sind die und die beiden hier oben. Der Rest ist quasi mein Belieben, dass ich darauf Lust habe, aber die 3 Patches, die mussten noch sein, weil zu durchziehen, der Rest ist quasi meine und wer Warhammer kennt, der wird das auch kennen. Und was ist das für ein Hersteller? Also das VKBO heißt er. VKBO. Genau, das ist quasi der russische Hersteller. Kannst du das beziehen? Wo beziehst du das her? Also man kann sagen, dass alles, was hier liegt, außer die Ellenbogenschützer, ist alles von Grey Shop. Grey Shop. Genau. Also das meiste ist von Grey Shop, ein bisschen was aus dem ASVZ, aber das eher weniger, aber sonst alles von Grey Shop. Ist das ein russischer Shop, oder? Das ist ein russischer Shop, und genau. Die liefern nach Deutschland? Die liefern nach Deutschland. Liefern nach und dann musst du zwar Zoll bezahlen und alles und noch schreiben, warum du das brauchst und so ein Quark. Aber ein bisschen was halt auch bloß, oder man schreibt halt rein, dass es Repro ist und dann geht das trotzdem durch. Okay. Genau. Und was hat das für Besonderheiten? Haben die irgendwie was? Gar nichts, das ist wirklich bloß das Billigste vom Billigen, kann man quasi sagen. Wie die Bundeswehr-Feldbluse? Genau. Okay. Sowas ist das quasi. Aber ich finde das schick, aber es trägt auch nicht jeder. Nee, das ist ganz normaler Stoff. Ohne alles, ohne nichts. Ich hätte gedacht, durch die Dinger hier, das hier ist eigentlich immer so ein Dings dafür, dass es Ripstop ist. Habe ich mich jetzt nicht so groß mit auseinandergesetzt. Okay. Ich wollte bloß quasi diese Uniform haben. Ich habe vorher quasi was hast du bezahlt dafür? Die Uniform hat 96 € gekostet. Komplett Hose und die Bluse. Und ja, finde ich okay. Also plus nochmal Zoll und Versand sind wir so bei 140. Okay. Aber für beides finde ich das noch in Ordnung. Ja, ist in Ordnung, genau. Und für mich in meinen Größen immer Sachen zu finden, ist noch ein bisschen schwer. Ja. Also hast du jetzt auch direkt, Schuhe sind natürlich nie original? Nee, Schuhe sind nicht original, aber es sind Adidas. Das ist nee, Schuhe habe ich keine Originalen. Bei Schuhen bin ich ein bisschen penibel. Ich schaffe es auch mit den größten Stiefeln umzuknicken. Da ist es mir eigentlich immer egal, was für Schuhe ich trage. Aber sonst trage ich Pentagon-Schuhe von Begadi. Die gab es vor Ewigkeiten, gab es die mal bei Begadi. Habe ich mir mal gekauft und seitdem habe ich die auch. Aber die trage ich wirklich bloß zum ersten Mal, wenn ich irgendwo hinfahre oder so oder rausgehe. Bis ich rausgehe, trage ich auch lieber ganz normale Wanderschuhe oder Turnschuhe. Und die trage ich bloß zum ersten Mal, weil die können verschlammen, verdrecken, kaputt gehen. Das ist mir dann egal. Ja, das stimmt. Genau. Ja, nächste Frage. Betreibst du Reenactment? Wenn ich jetzt schon höre, das ist alles original, das ist hier fast alles... Genau, also man kann schon sagen, es ist eher Battle Display, also ich will was nachstellen aber ich bin jetzt nicht der Typ, der dann auch die Taktiken nutzt und alles. Das bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber ich mag einfach die Einheit, weil bei uns im Team hat das auch keiner, das sind alles nur so Spezialkräfte, FSB, Sobe machen die meisten. Und da dachte ich, mache ich mal Ratnik. Wurde ich zwar ziemlich gehasst für, weil Ratnik sind bloß die Spasten, die vorgeschickt werden und so weiter und so fort. Aber wollte ich einfach nachstellen, ein bisschen was anderes muss halt auch mal sein. Und man sieht das auch eher weniger auf dem Feld als Gorka und also was. Hab mich natürlich alles auf. Genau. Okay, was willst du als nächstes? Kommen wir ins Detail. Genau, fangen wir einfach mal hier an der Seite an. Hier habe ich den Technicom, das ist quasi die Firma von den Ratniks. Habe ich das Technicom Patrol Pack. Ja. Habe ich aus dem ASVZ von dem Kumpel abgekauft. Und ja, ist jetzt nichts Besonderes. Ein großes Hauptfach, ich glaube 25 Liter. 2 Seitenfächer für Flaschen oder Gasflaschen tue ich da meistens rein. Hier drin hat man jetzt kein großes Fach, was das angeht. Einfach nur ein Riesenfach. Ja. Habe ich ein bisschen was drin. Bundeswehr. Genau, das ist ganz normal. Ist das auch original? Haben das auch das ist original. Das ist original. Das ist aber quasi der Tagesrucksack. Den gibt es nochmal eine Nummer größer. Wie der jetzt heißt, frag mich. Sag mir mal die Träger, weil bei der Bundeswehr sind die Träger ja extrem beschissen. Genau, also hier sind die sind richtig gepolstert. Und, hier habe ich noch was für einen Trinkschlauch dran. Kann ich hier quasi einklippen, weil das Gehänge geht mir immer auf den Keks. Ja. Und wenn ich quasi auf dem großen Spielfeld bin, trage ich den Rucksack die ganze Zeit. Dann habe ich auch die Funke vorne am Rucksack und habe hier quasi meine Handquetsche. Ich bin auch so nur Handquetschen-Fan, weil Headset und so ist mir gar nicht so meins. Also Headset mit Funke. Ja. Oder Kehlkopf ist auch nicht so, deswegen nur Handquetsche. Hast du ein Funkgerät? Ich habe einen XT70 von Midland, finde ich super, das geht bei mir super durch. Wie weit kommst du damit? Also weit, also 3 Kilometer schaffe ich es schon und das durch Malwinkel ist schon eine Ansage. Also das ist schon eine Ansage. Zum Beispiel bei der Bundeswehr, wir hatten die Funken und da kamst du mit vollen Batterien 400 Meter. Also mit dem XT70, klar, die meisten sagen, das G7 ist top und kann auch gut sein, aber ich habe mir damals das
die XC70 einen Doppelpack gekauft für mich und einen Kollegen. Und seitdem habe ich die auch. Also ich habe schon Ewigkeiten, seit 3 Jahren oder so habe ich die und spiele die auch und bin damit komplett zufrieden. Ja. Ich sag mal so, wenn ich dann irgendwann durchkomme, dann liegt es an irgendwas anderem, an Windräder oder so. Beim Airsoft, ich bin jetzt nicht der Typ, der auf Borderwar fährt oder so, wo man quasi 100 Kilometer voneinander entfernt ist. Ich war noch nie da, also keine Ahnung. Okay. Aber für Spielfelder in Deutschland so reicht das. Ja, auf jeden Fall. So, was ist als nächstes? Fangen wir hier an. Das sind die Runnings tragen quasi Schulterpolster und eigentlich auch Knieschützer. Die habe ich auch vom AA Store gekauft. Das sind einfach ganz normale Ellenbogenschützer von Hedge. Finde ich super, sind für mich bequem. Ich komme rein, das ist immer so eine Sache, wegen bin ja doch ein bisschen kräftiger, komme ich rein, aber trage ich jetzt nicht so oft. Das ist wirklich bloß für Fotos oder so, aber würde ich jetzt nie im Spiel tragen. Zum Spiel würde ich das nicht tragen. Ich trage viele unnötige Zeug im Spiel, aber das eher nicht. Genau, dann habe ich hier, das sind meine russischen, quasi der Aktivgehörschutz der Russen. 6 SSH 117, ne 117 war das. Das sind SSH-Kopfhörer. Okay. Ich sage einfach so, da gibt es 2 Varianten, immer mit Headset und immer ohne. Ich habe die ohne Headset im ASPZ abgegriffen. Machen erst bei 120 Dezibel zu. Jetzt ist die gerade so praktisch, aber mache ich auch bis für Fotos. Die sind dafür gedacht, dass man die auch unter einen Helm trägt. Deswegen hat man hier auch dieses schöne Netz. Ja. Und da passt es auch super drunter. Okay. Also kann ich auch nur empfehlen, wenn man was darstellen will, was das angeht. Das sind aber Originale. Also die kann man sich auch aus Russland noch ganz normal bestellen. Da sagt der Zoll auch nicht. Okay. So, hier habe ich mein 6B47 Helm mit einem Digital Flora Cover und einer 6B34 Brille. Das ist quasi die ältere Splitterschutzbrille von den Russen. Aber auch nur, weil ich verarscht wurde im ASVZ. der hat reingeschrieben, das ist die 6B50, ich habe nicht hingeguckt, habe auf Kaufen gedrückt und dann kam die an, ja, besser als gar nichts, sag ich mal so. Man sieht zwar schon einen Unterschied, die haben quasi noch das alte Gummi. Der Helm ist aber auch bloß eine Repro von Greyshop. Und ja, bin damit zufrieden. Ich brauche jetzt keinen Originalhelm, der 4 Kilo wiegt und damit es eine 6 mm BB abhält. Ja. Brauche ich jetzt nicht. Nee, das stimmt. Sieht nach was aus, trägt sich bequem durch das ganze Gestell. Die meisten von der Firma haben bloß so einen Einsatz, so einen Schaumstoffeinsatz. Das ist nicht so bequem, aber das ist schon High Qualität für die Firma. So, darunter trage ich quasi eine ganz normale Sturmhaube. Firma weiß ich jetzt nicht, aber die finde ich super, weil hier haben wir nochmal so Belüftungslöcher, wo quasi wirklich die Luft direkt geradeaus rausgeht. Trage ich jetzt schon Ewigkeiten. Habe ich auch in mehreren Farben, je nach Gear. Die bestelle ich immer, gibt es auch bei Greyshop. Okay. Aber man muss halt auch darauf achten, dass es die ist. Der Rest ist Crap. So, dann kommen wir zu meiner Weste. Ja. Das ist eine 6 SSH 117. Das ist quasi die neueste Weste von Technicom, die direkt an die Radmix ausgegeben wird. Quasi ist alles Molle. Hinten kann man auch nochmal, wenn man will, eine Trinkblasentasche dran machen oder einen Buttpack. Hat man genug Platz, kann man beides dran machen, wie man will. Genau, fangen wir mal einfach hier oben an. Hier vorne habe ich, das ist jetzt nicht so true, eine SRVV Admin Pouch, weil ich nehme einfach mein Handy immer mit und dann muss das irgendwo rein, wo es nicht kaputt geschossen wird. Und dann kommt das Ding hier rein, dann noch 2 CO2-Kartuschen und dann fertig. Darunter habe ich von Vortech 2 Granatentaschen. Sind super für die Größe, hier passt eine Chimera super rein. Die habe ich schon mal geworfen, ging öfters nicht hoch, also kann ich nicht so gut empfehlen, aber da die Suppe hier reinpasst und wenn es mal geht, dann macht es meistens Knall. Ist jetzt keine Soundgranate, kommen BBs raus, aber doch ein bisschen laut, weil die einfach nur oft ploppt. Ach so, okay. Hier habe ich 2 Magazintaschen für die AK, die sind von Technicom, passen jeweils 2 Magazine rein. Und ganz außen habe ich noch eine Magazintasche von Vortech. Passen auch 2 Magazine rein. Man merkt den Unterschied. Hier kann man die richtig zumachen und da hat man hier noch diesen Pinöpel, kann man noch reindrücken und dann gehen die wirklich einfach nicht so auf und hier hat man halt bloß das Klett, wo ich nicht so der Fan von bin, aber die lag noch zu Hause rum. Ja, das Klett ist halt wirklich... Klett bin ich kein Fan von, aber die Russen haben halt doch diesen richtig guten Verschluss, dass das wirklich nicht aufgeht und dann verliert man auch wirklich nicht unbedingt viel. An der Seite habe ich noch von Technicom Pistolentaschen. Hier habe ich, da ich noch keine richtige Pistole habe, kommen quasi hier bloß Speedloader rein. Okay. 2 Stück. So, hier vorne habe ich eine Gearcraft Messer Pouch. Hier habe ich quasi von einem AK-74 Bajonett quasi die Halterung reingefummelt und habe quasi dann das originale Bajonett hier reingemacht.
Das ist von Tula Herstellung. Ja, also auch original. Hier habe ich noch eine 100er Round PKM-Tasche von SSO. Hier würde jetzt kein PKM-Magazin reinpassen, weil es einfach zu klein. Aber hier tue ich einfach dann einen Beutel BBs rein, halt die 020er fürs PKM und dann wird bloß nachgeschüttet. Also Originalmagazin würde reinpassen, aber das vom Airsoft. Nee, Originalmagazin passt auch nicht rein. Hier passt Ach so. wirklich bloß Mumpeln. Achso, okay. Hier passen bloß Die machen Mumpeln bloß rein. dort Mumpeln rein und. Also ich habe noch kein Magazin in der Größe gefunden. Man kann das zwar aufstellen, aber ich denke mal, hier kommt so ein Sack rein, so ein Munitionssack, der man unten ranhängt. Ja. Aber hier tue ich bloß BBs rein und das reicht mir auch aus. Okay. Weil ich schütte bloß nach. Und nochmal so ein Magazin kostet 100 Euro, brauche ich nicht unbedingt. Nee, das So, an der Seite habe ich meine Technicom Medic Pouch. Braucht man nicht unbedingt, aber ich bin so ein Fan, der hat immer was am Mann. Und wenn es bloß eine Mullbinde ist, hier habe ich quasi drin 2 Mullbinden, einen sehr, sehr alten Blutstopper. Genau, das sind auch russische Mullbinden. Kann man alles bei Greyshop bestellen. Keine Werbung. Und hier habe ich noch, falls jemand Metro kennt oder Tarkov, Ja. so ein A1, da sind noch die ganzen Ampullen dabei und hier habe ich ein paar Schmerzbilder reingetan. Weil wenn man mal Kopfschmerzen hat oder so, kann man immer mal eine nehmen oder keine Ahnung. Aber die sind als Deko dabei und habe ich noch Schmerztabletten reingeschnitten. Das quasi, weil Schmerztabletten, wenn jemand fragt auf dem Feld, hat meistens keiner dabei. Das ist gut. Aber wenn jemand mal fragt, wer weiß, man kann immer mal Kopfschmerzen haben, wenn es mal warm ist im Sommer oder so und man wenig getrunken hat, dann kann man doch erstmal zum Übergang eine Schmerztablette nehmen. Ja. So, also das hier ist die Vortex Pouch, quasi die Radio Pouch. Finde ich super, habe ich in jedem von meiner Gear dran, weil die auch einfach so modular ist, so klein ist und ist nicht so ein großer Klopper, wo man dann quasi so ein Ding reintut und man hat einfach so ein Funkgerät. Aufmachen, reintun, fertig. Und dann stöpsel ich noch meine Handquetsche rein und tut das durch die Modelschlaufen durchfädeln, damit das quasi ohne so rumwobbelt. Hast du den Rucksack noch mit dabei? Rucksack habe ich bloß auf großen Events dabei. Großen Events. Und Genau. sonst eine Trinkblase oder sowas? Kommen Kommen wir jetzt dann zu. Genau. Zum Thema Trinkblase bin ich eigentlich kein Fan von. Ich habe bloß eine kleine und dann ist es immer, und weiß ich immer nicht, wie ich getrunken habe und ist es jetzt schon alle und muss ich noch mal rein und auffüllen. Deswegen habe ich mir von Gearcraft die Trinkflaschen-Pouch gekauft. Finde ich 1A, weil die auch so leicht ist. Weil die hat nur so wenig Stoff und dann bloß die Bänder. Und dann habe ich mir noch so eine russische Trinkflasche gekauft. Einfach nur abmachen und komplett rausziehen. Reinstecken ist immer ein bisschen schwierig. Ist die aus Metall? Die ist aus Metall, ja. Also wie bei der Bundeswehr kannst du irgendwo Feuer warm machen. Genau, die ist aus Metall. Einfach rausziehen. Wenn ich die erste anhabe, ist es ein bisschen schwieriger, die wieder rauszuholen, wieder reinzutun, aber geht auch schon klar. Ist halt immer so die Sache, wie man das angeht. Okay. Genau, das war zu meinem Tragesystem. Jetzt kommen wir noch zu meiner Weste. Das ist quasi die Weste, die Racknis tragen, das ist eine 6B45. Als Schutzweste gedacht. Einige nehmen das auch bloß als Trageweste, quasi wenn die hier noch ihre paar AK-Taschen ran wollen. Ja. Und dann sind die auch fertig. Aber das wird eigentlich zusammengetragen, dass quasi man die SSH 117 drüber trägt und dann die quasi drunter. Hier drinnen habe ich die ist von Bastion, ist auch bloß eine Repro. Und da drinnen habe ich quasi hier 3,5 Kilo Platten von Technicom, das sind die Trainingsplatten. Kriegt man auch bei Greyshop, kriegt man auch gut durch den Zoll. Also wenn man das gerne möchte, dass man quasi doch ein bisschen Gewicht drin hat, kann man die ohne Probleme bestellen. Sind ein bisschen teuer für 40 Euro das Stück, aber ja. Genau, und hier habe ich noch einen Dump-Pouch dran. Der ist von SSO, finde ich super, weil hat man dieses Ziellöchlein, kann man reinstecken und dann kann man nicht mal rausfallen. Ja, das finde ich immer super. Ich hatte so viele Dump-Pouch ausprobiert, aber da habe ich immer so viele Magazine verloren. Ja, ist es egal, weil mit dem Setup kann man nur alles spielen, vom Scharfschützengewehr bis zum PKM, bis zum Sturmgewehr. Das ist den Großen quasi egal, was die da nehmen, weil hier hat man immer irgendwo Platz für ein Magazin oder für Mumpeln oder alles. Und da kann ich auch alles reintun, vom Northridge-Magazin bis zum AK-Magazin, passt hier alles rein. Und wenn ich wirklich quetsche, kriege ich hier bestimmt auch das PKM-Magazin rein. Ja, wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, und das trägst du alles zusammen? Das träge ich alles zusammen, ja. Okay. Genau. Gut. Ja. Dann ziehen wir das Ganze jetzt mal an, der Krenter, und dann zeigen wir das Ganze nochmal angezogen. Bis gleich. Jetzt hat der Krenter das Gear angezogen und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Eine Frage habe ich dich vergessen zu fragen, und zwar, was planst du noch anzuschaffen in naher Zukunft? Oh, das ist, wie gesagt, die PW 2000. Die kommt, denke ich mal, auf alle Fälle vom Modify, die GWP. Und sonst hoffe ich eigentlich nichts mehr großartig.
Ich werde noch ein bisschen was für mein SV98 Gear quasi kaufen, quasi ein Battlebelt nochmal, aber halt auch alles wieder von Grey Shop, dass es quasi ein bisschen real ist, aber sonst hoffe ich eigentlich, dass ich kein Geld mehr ausgebe, großartig. Okay, Ich habe jetzt doch schon eine Menge. Menge investiert. Ja, Ja, ja. das sieht man. So, zeig mal das Ganze nochmal im Detail. Mit der AK jetzt hier, Helm. Die Schuhe blenden wir jetzt mal aus. Dreh dich mal rum. Genau. Ja, den Rucksack hat er jetzt nie aufgesetzt. Dann haben wir hier noch die andere Pouch, die. Genau. An die Pistole kommst du aber auch schwer ran, hä? Ja, Das ist so ein bisschen Optimierungsbedarf. Dann bedanke ich mich bei dir für das geile Interview und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Wenn ihr Fragen habt zu der Ausrüstung, schreibt es unten rein oder schreibt den Krenter direkt im ASVZ an. Und dann ciao. tschüss. So, Gear ist aufgebaut und jetzt frag mal. Verdammt, Nochmal. und schon wieder war das so drin. Oder ist unnötig groß. Und genau. Okay. Cool, Kamera ist zu heiß. Das habe ich aber noch nie gehabt. Oh ja. Wir müssen erstmal Pause machen. Dann machen wir erstmal eine Runde Pause. Ja, und dann anders schneiden.